Vor Jahren hatte ich unzählige Karies und damals habe ich mich vegan und glutenfrei ernährt und ich dachte mir, ich sei so gesund unterwegs wie noch nie. Was ich nicht realisiert hatte, ist, dass es mir an wichtigen Nährstoffen fehlt. Nährstoffe, die meine Zähne brauchen. Heute möchte ich mit dir teilen, was mir geholfen hat, meine Karies zu heilen, welche Lebensmittel ich verwendet habe und eben auch warum die so wertvoll sind. Also schön, dass du hier bist, schön, dass du eingeschalten hast. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das sehr gerne. Das hilft mir, die Reichweite zu erhöhen und mehrere Menschen zu erreichen. Ich bin tief davon überzeugt, dass viele Menschen das Bewusstsein schon haben, dass wir unsere Körper selbst heilen können, aber vielen Menschen fehlt noch das Bewusstsein, dass wir auch unsere Zahngesundheit in unseren Händen haben und dass wir da sehr wohl für uns selbst sorgen können. Ich bin keine Zahnexpertin in diesem Sinne, doch ich hatte eben sehr viele Herausforderungen, unter anderem Karies, und das möchte ich mit dir teilen. Also hör immer auf deine Intuition bei den Dingen, die ich teile. Hör auf deinen Körper, spür in dich hinein, denn schlussendlich ist es unsere Intuition, die uns heilen kann, wenn wir auf sie hören. Also spür da gut in dich hinein und mach das, was sich für dich richtig anfühlt. Ja, unsere Körper und unsere Zähne wurden uns gegeben, damit sie sich selbst heilen können und das, also unsere Zähne bis am Lebensende stark, resilient und vital sind. Und es ist in der Tat möglich, diese Löcher, also die Zähne sind imstande, diese Löcher zu remineralisieren und eben zu heilen. Also ich selbst bin ein lebendes Beispiel, aber es gibt auch sehr viele weitere Beispiele. Leider sind die nicht so bekannt und nicht so in der Öffentlichkeit, aber wenn man sich da ein bisschen der Recherche hingibt, dann findet man sehr viele Beispiele und echte Geschichten von Menschen, die von Karies geheilt sind. Also somit möchte ich sagen, es liegt sehr wohl in deinen Händen. Das Geheimnis dabei ist, nährstoffarme mit nährstoffreicher Ernährung auszutauschen. Und eben für mich ist es einfach ein Anliegen, da mehr Bewusstsein zu schaffen und da auch die Tools mit an die Hand zu geben, dass du da unabhängiger wirst und dass wir als Gesellschaft unabhängiger werden und weniger zum Zahnarzt gehen müssen. Ich sag nicht, geh gar nicht mehr hin. Das weißt du selbst am besten. Und das entscheidest du. Aber eben, ich möchte da einfach Wissen und aufklären und also Wissen weitergeben. Ja, als allererstes, wie du vielleicht von meinen letzten Erzählungen weißt, hatte ich starke Darmprobleme und das hat mich gezwungen, für eine Zeit lang meine Ernährung drastisch umzustellen. Und ich bin dann vegan und glutenfrei für eine bestimmte Zeit geworden. Und für mich war es dann eigentlich klar, es kommt gar kein Fleisch mehr in meine Küche und auf den Teller. Ich hatte mich so an das gewöhnt, an diesen veganen Lebensstil und es ging mir gut damit bis zu einem gewissen Punkt. Und dann war das für mich so gar kein Thema. Und dann erst, nachdem, dass ich solche starke Zahnprobleme hatte und solche Schmerzen und es war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich tue alles einfach, damit ich das in den Griff bekomme, damit ich da nicht mehr ständig zum Zahnarzt muss. Und dann habe ich mich bestimmten Büchern und Literatur und gewidmet. Und dann verstanden, okay, was braucht es denn eigentlich für starke Zähne? Und ich habe herausgefunden, dass ja, zum einen die Mineralien, die sind super wichtig, aber es braucht auch hochwertiges Protein, sprich essentielle Aminosäuren, die in Pflanzen nur teilweise gefunden werden und eben schwerer verwertbar für den Körper sind. Hochwertiges Protein ist deshalb so wichtig, weil es an Gewebe- und Reparaturprozesse mit einbezogen ist
Und es unterstützt auch, dass die Mineralien richtig in den Zähnen eingearbeitet werden. Sprich, das ist dann im direkten Zusammenhang mit den Mineralien. Also es braucht praktisch beides. Aber es braucht auch fettlösliche Vitamine. Und hier spreche ich von Vitamin A, D und K2. Vitamin D ist speziell wichtig für die Kalziumaufnahme und aber auch für die Mineralisierung. Also eines der wichtigsten Dinge überhaupt, die wir in der Zahngesundheit brauchen. Und K2 eben, das braucht es, um eben dass das Kalzium in die Knochen und in die Zähne überhaupt kommt. Und das ist vor allem in Eier, in Butter, in Fleisch und Fisch enthalten. Und es braucht aber auch tierische Fette. Tierische Fette, sie enthalten fettlösliche Vitamine. Und wenn die wiederum in Verbindung mit den richtigen Vitaminen aufgenommen werden, dann kann das alles gut verwertet werden. Und etwas, was ich gemacht habe, eines der ersten Dinge war, das Soja zu streichen. Ich habe damals, hab ich gemerkt, ich habe so viel Haarausfall, das war ungewohnt. Und wenn ich jetzt auf Fotos zurückblicke von damals, sehe ich, dass meine Haut irgendwo bleich war. Und erst später habe ich dann gelesen, dass das eben durch Sojaprodukte ausgelöst werden kann. Und das hat dann für mich Sinn ergeben und habe dann mal sofort das Tofu und alle, also Sojamilch, Sojajoghurt komplett rausgestrichen. Ähm, Fermentiertes Soja scheinbar ist etwas besser, also Miso oder Tempeh, aber dennoch eben es enthält wie das Soja Pflanzenhormone und das würde ich mit Vorsicht genießen mittlerweile. Was hat mir jetzt tatsächlich geholfen? Also wie ich erzählt habe, ich hatte früher also nicht nur Karies, sondern auch meine Zähne. Ich spürte die kaum. Das war so wie, wenn ich versucht habe, meine Zähne zu spüren, das war alles so lose, so locker, so nicht ganz, also einfach wie, es ist nicht fest, wie eine Wand. Und ich habe dann, und heute mittlerweile spüre ich die sehr stark. Also in den letzten Wochen habe ich wieder bemerkt, dass sich wieder etwas getan hat, es hat sich wieder etwas verbessert. Und ich habe aber schrittweise begonnen, nachdem ich diese starken Darmprobleme hatte und nachdem ich so gelitten habe, war für mich erstmal das total schwierig, diese Veränderung zu machen. Und hatte auch Rückfälle und habe wirklich Schritt für Schritt begonnen. Also wenn ich jetzt gleich erzähle, was ich gemacht habe, dann habe ich mal mit einem Teelöffel gestartet und das mal für mehrere Tage so gemacht. Teelöffel von dem jeweiligen Lebensmittel und dann leicht erhöht. Ja, und dann auch reingespürt, geht jetzt mehr, geht jetzt nicht mehr. Ich wollte mich dann natürlich auch nicht pushen. So, das war ein wirkliches Ausprobieren. Was mir dann auch sehr geholfen hat, neben der Veränderung, also Lebensmittelumstellung und den verschiedenen Berichten und des Wissens, also Wissenschaft, die ich dann gelesen habe, hat mir dann auch sehr geholfen, dass ich meine Gedanken mir angeschaut habe und geschaut habe, okay, was darf sich da verändern und wie kann ich mit dem Körper auch in Verbindung kommen, so dass der Körper das annimmt wieder. Und natürlich nach so langer Zeit ist das ja auch eine Herausforderung. Darüber möchte ich jetzt nicht mehr sprechen, aber wenn du dich da wiedererkennst und Unterstützung möchtest, bin ich sehr gerne für dich da. Also ein erstes Lebensmittel, das ich sehr empfehlen kann, ist Rohmilch und Rohmilchprodukte. Und ja, du wirst dir jetzt vielleicht gleich denken, aber man muss ja wissen, woher die kommt. Und ja, sie ist sehr umstritten, weil sie eben wegen der Hygienemaßnahmen, und da bin ich voll bei dir. Was aber die Sache mit der normalen Milch ist, also das Milchdilemma ist, dass die Milch pasteurisiert wird. Und wenn die Milch pasteurisiert wird, dann wird das Kalzium für den Körper unverdaulich gemacht. Und deshalb leiden eben auch so viel an Herausforderungen, also an Darmproblemen und Unverdaulichkeit mit der Milch. Das ist nicht wegen der Laktose. Aber eben und die Rohmilch, die hat eben Calcium, Phosphor vor allem
und die ganzen fettlöslichen Vitamine A, D, K2. Und natürlich, wenn das alles zusammenkommt und auch zusätzlich enthält sie noch Enzyme, dann ist es sehr gut für die Verdauung. Auch wenn es anfangs ungewohnt ist und es Zeit braucht für den Körper, das wieder überhaupt anzunehmen. Ja, also wenn du das machst, geh da einfach wirklich schrittweise vor. Als zweiten Punkt kann ich empfehlen Bio-Eier aus Freilandhaltung. Schau da wirklich, woher kommen die Eier? Sind die Bio am besten, wenn nach Möglichkeit mit Heu gefüttert, wie ich herausgefunden habe. Und also mit Heu einfach mit pflanzlichen und nicht ähm, zusätzlichen chemischen Produkten. Und warum ist das hochwertige Eiweiß so wichtig? Also einmal, weil es das Gewebe und eben die Reparaturprozesse im Körper unterstützt, wie wir schon gehört haben. Aber auch das Eiweiß braucht es, um den Blutzucker stabil zu halten. Und vor allem in der Zahngesundheit, also wenn es darum geht, Karies zu heilen, ist das so wichtig, weil wenn unser Blutzucker ins Schwanken kommt, dann geht ein Mineralstoffverlust vonstatten. Das heißt, der Körper nimmt sich dann diese Mineralien und das ist genau das, was wir ja brauchen für unsere Zähne. Das heißt, wenn du bei deinen Mahlzeiten einfach kleine Portionen von Eiweiß zu dir nehmen magst, sei es in Form von Eier, von Joghurt, Fisch oder Fleisch, dann ist es sehr gut, einfach, dass du da gut gesättigt bist und nicht ständig Heißhungerattacken hast. Und als dritten Punkt, fermentierte Lebensmittel. Also hier habe ich Kefir ausprobiert. Kefir, also wenn es echter Kefir ist, aus Kefirknollen, nicht den billigen aus dem Supermarkt, sondern echter Kefir, der enthält viel Probiotika. Dieses Probiotika braucht es für unseren Darm, für das Mikrobiom und für die Darmflora. Und wenn die wiederum intakt ist und aufgebaut ist, dann beeinflusst sie das ganze Immunsystem. Und nicht nur das Immunsystem, sondern eben auch unsere Mundflora. Also das hängt alles zusammen. Darm, Mund, Verdauung beginnt im Mund, ja. Und eben Kefir hat viel Vitamin K2, Calcium und Phosphor. Auch alles Baustoffe, die wir brauchen. Und Kefir, das war für mich damals so interessant, kann auch die Milchverdauung wiederherstellen. Ich habe erst heute eine wunderbare Spinatlasagne gegessen, hätte ich vor Jahren nicht essen können. Und ich habe damals mit Kefir jeden Tag ein paar Löffel zu mir genommen und mittlerweile kann ich eben auch die Milch wieder verdauen. Auch wenn ich da sehr bedacht bin, ähm, kann das eben auch dazu beitragen. Sauerkraut. Sauerkraut ist so wichtig auch, weil es sehr viel Vitamin C enthält. Vitamin C auch unglaublich wichtig für das Zahnfleisch, für das Bindegewebe und natürlich auch für das Darm, für das Immunsystem. Also du tust, wie du schon hörst, du tust hier nicht nur Gutes für deine Zähne, sondern es ist wirklich ein Boost für deine ganze Gesundheit, für dein ganzes Immunsystem. Die beiden Kefir und Sauerkraut eben, die liefern so wichtige Bakterien und eben bauen auch dann, stärken das Darmmikrobiom. Ein vierter Punkt ist grünes Gemüse. Grünes Gemüse in Kombination mit ein hochwertiges tierischem Fett. Sprich, also grünes Gemüse hat sehr viele Mineralien, die sehr wichtig für unsere Knochen, für unsere Zähne sind. Zum einen hat es Calcium, ja, ein wichtiger Baustein, hat Magnesium, es unterstützt den ganzen Mineralstoffhaushalt und auch das bringt auch den Säurebasenhaushalt da wären wir schon beim Kalium, jetzt habe ich mich kurz versprochen. Kalium, das
hilft, also trägt den Säurebasenhaushalt bei und eben auch der Zellfunktion. Und wenn wir im Gleichgewicht leben, sprich, wenn wir in ein basisches Milieu in unserem Körper aufbauen, dann kann sich der Körper selbst heilen, selbst regenerieren. Und das ist es, was wir schlussendlich wollen. Und hier kann ich dir sehr empfehlen, eben Grünkohl, Spinat, Mangold, Brokkoli oder eben Rucola zu dir zu nehmen in kleinen Mengen zu deiner Mahlzeit und eben wichtig in Verbindung mit tierischem Fett, mit hochqualitativem Fett. Das heißt, es kann ein Stück Rohmilchbutter sein beispielsweise oder normale Butter. Und dann eben werden die Vitamine auch besser aufgenommen und eben die Mineralstoffaufnahme wird verbessert. Deshalb ist diese Kombination so wichtig. Also weniger auf Kokosöl oder Olivenöl gehen, sondern wirklich auf das tierische Fett kann ich nur empfehlen. Ein fünfter Punkt ist Getreide und Nüsse reduzieren oder die Phytinsäure, die dort enthalten ist, zu reduzieren. Darüber habe ich in meinem letzten Video gesprochen und da kann ich dir nur empfehlen, hol dir mein kostenfreies PDF. Das findest du auf meiner Webseite. Total praktisch. Du hast in kurzer Zeit einen Überblick, was du wie lange einweichen, keimen, fermentieren sollst, wie du da vorgehst, was du besser weglässt. Und also das kann ich dir nur empfehlen. Und wenn du jetzt wirklich starke Karies hast, dann lass das mal ganz weg. Für ein paar Wochen. Und berichte mir gerne, welche Verbesserungen, welche Erfahrungen du damit hast. Das würde mich sehr interessieren. Und ein letzter Punkt ist Fleisch und Fisch. Ich habe anfangs nur eben mit Eier und Käse und eben Rohmilchprodukte gearbeitet und da hatte ich schon innerhalb wenigen Wochen sehr gute Erfolge. Und erst viel später habe ich dann mit Fleisch und Fisch begonnen. Ich habe zumal mit Süßwasserfisch begonnen, damals mit Saibling, weil ich einfach die Verschmutzung, also von Salzwasserfisch vermeiden wollte und immer noch vermeide und eben auch das Mikroplastik. Und im Süßwasserfisch eben, also Fisch grundsätzlich ist so nährstoffreich eben wegen Vitamin D und wegen Omega-3, das eben so wichtig ist für den ganzen Aufbau unserer Zähne. Und hier spreche ich aber immer, wenn wir über Fleisch und Fisch sprechen, immer von Bioqualität, von gut ausgewählten Fleisch, also Tiere, denen es gut ging, nicht Massentierhaltung, Tiere, die auf der Weide aufgewachsen sind und gelebt haben. Und da kann ich nur empfehlen, das unterstützt eben auch die lokalen Bauern, geh zum Bauer hin, zu jemandem, zu einer Person des Vertrauens und such dir da eine gute Quelle, wo du dich da auch wohlfühlst, wenn du sagst, du möchtest da Fleisch und Fisch integrieren oder eben hol dir auch Wildfleisch. Also das ist das purste Fleisch überhaupt, hat keine Antibiotika enthalten, keine irgendwelche Behandlungen. Also wenn du das kannst, dann natürlich geh damit. Ja, das waren die Tipps von meiner Seite, aber ich möchte noch einige Tipps ergänzen, die ich nicht ausprobiert habe, aber von denen in der Zahngesundheit sehr viel gesprochen wird und die ich jetzt absolut ausprobieren würde, wenn ich Karies hätte. Das erste Lebensmittel ist Knochenbrühe, sprich Knochen und Knorpel gekocht. Da ist unglaublich viel Gelatine enthalten, essentielle Aminosäuren, aber auch Calcium, Magnesium und Phosphor. Und eben auch das Kollagen und das natürlich hilft das Gewebe, dass das Gewebe aufgebaut wird. Eine gute Suppe kann das Heilmittel für deine Karies sein. Tatsächlich. Wenn du da 1 bis 2 Tassen täglich trinkst, du kannst ja auch wunderbar einfrieren, dann heilt das eben auch den Verdauungstrakt. Und Verdauung und Mund hängt natürlich alles zusammen und so können dann die Nährstoffe besser aufgenommen werden. Also das kann sogar auch dein erster Schritt sein, dass du das mal machst, weil dann können alle Nährstoffe ganz anders aufgenommen werden.
Also eine selbstgemachte Suppe kann tatsächlich das wirksamste Heilmittel sein. Es wird auch gesprochen von Fischbrühe mit Kopf. Ich habe das selbst nicht ausprobiert, soll aber auch unglaublich heilsam sein. Als zweiten Schritt Dorsch-Lebertran. Auch das habe ich nicht selbst ausprobiert, aber ich habe ganz viel Gutes davon gelesen, auch von Erfahrungen gelesen. Und eben der Zahnarzt Dr. Weston Price, der durch die ganze Welt gereist ist, um zu verstehen, wo leben die Menschen mit den wenigsten Kariesbefall, der empfiehlt es eben ähm, ganz herzlich. Und der ist so wertvoll, weil da fettlösliche Vitamine wie A und D enthalten sind. Und das hilft auch, dass die Mineralien besser aufgenommen werden können. Und als letzten Punkt würde ich noch integrieren fettreichen Fisch und Meeresfrüchte. Also wenn du sagst, du isst, du möchtest mit Salzwasser Fischen, möchtest die integrieren, dann ist empfohlen Lachs, Sardinen, Makrelen und Hering, die sind sehr fettreich. Und wenn du sagst, du möchtest eben diese Verschmutzung vermeiden und du gehst eher auf das Cleane, dann würde ich Süßwasserfische wie Forelle, Saibling und Aal verwenden. Also ich habe damals, wie ich in Österreich gelebt habe, den Bio-Saibling immer gekauft und das hat mir sehr gut getan. Also da habe ich eben innerhalb wenigen Wochen gespürt, dass sich ganz viel verändert hat. Eben Fisch so wichtig wegen Vitamin D, wegen Omega-3 und eben das hochwertige Protein, das es eben braucht für die Reparaturprozesse. Meeresfrüchte, bevor ich es noch vergesse, da kannst du Austern sind das sehr empfohlen, weil sie eben so viel Zink enthalten. Zink natürlich unglaublich gut für unser Immunsystem und für das Gewebe. Oder du kannst auch also Garnelenkrabben zu dir nehmen. Die haben ganz viel wertvollen Protein und eben sehr gut für den ganzen Mineralstoffhaushalt. So, jetzt wären wir auch schon durch. Wie du gesehen hast, ich habe immer wieder ein bisschen abgespickt an meinen Notizen, einfach weil es so viel ernährungswissenschaftliche Hintergründe gibt. Und da habe ich immer mal wieder abgeschaut. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir sehr gerne ein Like da. Und wie gesagt, abonniere den Kanal. Das hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Wir haben, also gefühlsmäßig kommt mir vor, dass wir erst mit diesem Thema gestartet haben. Und wie du schon hörst, also es gibt da sehr viel mehr. Und ich habe auch einige Ideen, die ich gerne in eine Masterclass bringen würde. Also auch was vermeidest du, wenn du Karies hast? Was kannst du tun, um deine Mundflora intakt zu halten? Was kannst du tun? Auch wie putzt du die Zähne richtig? Und was ist auch, steht da in Verbindung? Wie können wir da emotional auch an die Sache rangehen? Also wenn dich das interessiert, ich bin am Überlegen, eine Masterclass zu machen. Dann kommentiere mit Masterclass. Und natürlich, wenn du Fragen hast, dann schreib mir sehr gerne in den Kommentaren oder über den Kontaktformular auf meiner Webseite. Ich freue mich von dir zu lesen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest und da umgehend Support möchtest, dann bin ich sehr gerne für dich da in einer 1:1 Begleitung. Auch dazu findest du alles auf meiner Webseite. Ich sage danke, dass du hier bist und wir sehen uns ganz bald wieder.